So, wir haben wieder mal Montag. Also sprich, ist es wieder mal Moped Monday oder Montag. Und wir haben unsere ersten Ersatzteile schon mal bekommen. Im letzten Video haben wir auch unsere Bank gebaut. Gebaut, hergerichtet oder so, keine Ahnung, wie man sagen möchte. Falls du dich interessierst, was es ist oder wie ich das hergemacht habe und was ihr alles benutzt habt dafür, schreibt einfach in die Kommentare, dann verlinke ich das oder du guckst einfach selber auf meinen Kanal bei Playlist Werkstatt 1.0 Updates. So, da wird alles gekommen, was mit Werkstatt zu tun hat. Also wir haben Moped Monday, wir haben unsere ersten Ersatzteile gekauft. Ähm, Das ist hier das Wichtigste von allen. So, wir fangen damit an. Wir haben uns neue Schalter gekauft gehabt, Lichtschalter, da ist auch eine Anleitung drin mit etwas neueren Sicherungen und so weiter. Lichtschalter sowie auch mit Choke und den ganzen Pillepalle da. Dann haben wir ein ähm, Gaszug, Kupplungszug und ein neue, ich weiß nicht, ja, Hebel halt, ne, mit Griff dazu, neuere. Dann haben wir, da kommen wir gleich und dazu auch, dann haben wir einen neuen Luftfilter, der soll einer der besten, also bessere sein und universal auch einsetzbar, 60 mm, 6 cm. Dann ein, ja, sag ich mal, Gummizippel oder Faltbelag für den Ansaugstutzen vom Vergaser oder wo das reinkommt. Dann haben wir uns ja eine ja, standardmäßige 8 Volt Kuppe geholt. Die reicht vollkommen. Der soll einfach nur den TÜV bestehen, muss nichts Teures sein. Dann kommen wir hier mal zu dem schon echt etwas krassen, man hört hier den Abfluss, den krassen T-Stück für unseren Benzinhahn Hähne, weil wir haben ja zwei, die habe ich auch bestellt mit anderen Sachen, die kommen aber erst Ende nächster Woche, weil es einige Sachen sind und es werden wir auch sehr viel gebrauchen. Auf jeden Fall Bank, Kupplungssatz und so weiter kommt auch noch, aber alles im nächsten Video. Weil wir zwei Hähne haben, heißt wir haben auch zwei Einschlüsse benötigen wir dann auch, ne? Und ein, wo es um Vergaser geht. Ich habe mir dann ein T-Stück, wo auch durchsichtig ist, dass man auch sehen kann, wenn da Verlagerungen oder so oder wenn sich hier die Filter verdrecken, dass wir sagen können, okay, wir kaufen ein neues und weil auswechseln bringt ja nichts, das ist ja alles in ein Stück gemacht worden und das ist auch hier Glas und so finde ich auch irgendwie voll cool. Naja, machen wir mal weiter. Dann habe ich ein Reparaturset für Seilzug, Bremse, Gas, Kupplung, für die Fahrt, für den Test, für alles. 10 € mit so einer Metallbox kann man echt nicht sagen. So, jetzt kommen wir zum krassesten von allen. Da wir durch die ganzen Projekte was dazu lernen und auch ja, was daraus machen möchten, habe ich für Comet 40 TS 40 PL. Falls du wissen möchtest, was das gekostet hat oder so, schreib es gerne mal in die Kommentare. Oder ob es für andere Modelle gibt, schreib es unten in die Kommentare, dann kann ich einfach unten die Seite verlinken, wo ich das hierher habe. Das ist aber von diesem KTM-Hersteller, das heißt, es ist von dem direkt. Es gibt aber sicherlich Seiten, wo es einfach besser ist. So, was ist drin? Also sehr gut ist halt, man sieht die ganzen zerlegte Bauteile vom kompletten Vergaser sowie auch Ansaugstutzen, Luftfilter etc. Dann sieht man auch Service-Einrichtungen, die Blinkanlage,
Ketten, Kasten, Wartungsarbeiten, alles drum und dran. Dann die erste Fahreinstellungen, die erste Betriebsannahme, was auch richtig gut ist für mich jetzt, weil ich es nicht kenne. Ich kenne mich hier ja nicht mit aus. Das ist alles ein Lernvideo für mich, für dich eine Unterhaltung. Sind die ganzen Sachen wie Gasgriff, wo am Ball in der Richtung die drankommen, wie hier Fußhebel, Kickstarter, Schalthebel, Fußrasten und das ganze Zeug. Man sieht einfach mal das ganze Moped von oben. Vogelperspektive ist immer sehr wichtig, dass du siehst, so kommst ran. Jetzt kommt das Wichtigste von allen, das ist so ziemlich das Herzstück, nicht nur der Motor, sondern auch die Elektronik. Die ist ja so ziemlich fast bei jedem Moped gleich. Sag ich jetzt mal gleich. Klar, logisch, Bruch und KTM haben fast das gleiche, aber jetzt wie eine Simpson und so weiter hat wieder was anderes. Das ist logisch. Wir haben ja auch ein Modell, wo keine Blinker, nichts gibt, Fernlicht und Abblendlicht gibt's, aber keine Blinker. Deswegen ist da wirklich aufs Minimalismus und ist wirklich alt, also ist noch etwas einfacher. Und es reicht für mich erstmal. Genau, also da gibt es für die zwei Modelle, PL, DS, ist beides das gleiche, nur dass bei der PL Blinker dran sind und bei der TS einfach nur nicht. Deswegen ist da so ziemlich ein Schalter weniger. So, was haben wir noch da drin? Ja, Reinigung des Fahrzeugs, Konservierung, Wartung, Fahranleitung, pipapo, bla bla bla, die, das, Ananas. Dann haben wir noch mal ein paar Bilder, wo einfach gezeigt wird, wie das eigentlich aussieht, original. Das ist unsere. Wir haben halt das mit den Federn, wo schön aussieht. Das ist die PL, die wo wir nicht haben, sondern die wo mit TS, wo wir haben. Genau, und so will ich es auch wieder aufbauen, so ziemlich, ja, gut. Alright, jetzt kommen wir zum wichtigen Teil vom Motor, der Vergaser. Ich habe schon drinnen gesehen und ich habe es, Grüße an meinen Bruder, an meinen Onkel, die wo mir geholfen haben, den Vergaser so ziemlich rauszusuchen. Das ist ein 17 mm mit Hauptdüse 8,5, 85, Hauptdüse 85. Falls ihr wissen wollt, wie und so weiter. Hier ist mit Einstellschraube und so ganzen Scheiß. Ich weiß, hier oben kommt ein Gaspedal rein, hier kommt der Benzinhahn rein, also Benzinschlauch, Verbindung etc. Einstellschraube. Hier ist das Luft und hier ist der Zylinderkopf. Ich müsste Zylinderkopf sagen, glaube ich. Ich habe gesehen, es ist kein Stecker dabei, mein lieber Bruder. Also zum Verbindungsstück kein Stecker. Das heißt, ich muss das dann alles extra kaufen oder selber machen. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich selber mache. Ja, naja, ich bin ein bisschen dreckig, kein Problem. Ist vom Zusägen. Ja, genau. Ja, also, du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du sagst, also was deine Meinung ist. Gut, schlecht, scheiße, keine Ahnung, Pipas, Ananas. Soweit ich weiß, kommt es hier, glaube ich, hinten so dran, ja. Und dann kommt das hier in den Kasten rein. Und dann kommt hier der Luftfilter im Kasten. Oder ich kann sogar auch den sogar hier schon mit reinmachen. Ich glaube nämlich, dass es eigentlich hier reingehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da drin steht es nicht wirklich drin. Deswegen bitte ich dich jetzt drum, in die Kommentare jetzt fleißig reinzuschreiben und zu erklären, wie rum ich das reinmache. Kommt es erst das Gummi hier rein? Also das heißt, dass das Ding hier in den Gummi reingedrückt wird und das Gummi dann hier drauf gesetzt wird, mit einer Schelle dann festgemacht. Schreib rein, wie du es denkst oder wie du es weißt. Vielleicht bist du ja ein Profi, ich nicht, deswegen schreib rein. Deswegen sage ich auch in jedes Videoende, sowie auch in jedem Video, es ist kein Video, wo ihr Wissen sammelt, sondern es ist ein reines Unterhaltungsvideo. Ich mache Projekte, ich mache dies, das. Ich möchte niemanden damit erklären, was er zu tun und zu lassen hat, sondern ich möchte jemanden einfach damit unterhalten, mit meinen Projekten, was ich halt gerne mache. Ich schraube gerne rum,
Ich mag sowas gerne. Es ist einfach mein Hobby. Deswegen Beispiel dran nehmen, nicht immer, aber manchmal, wie zum Beispiel einen eigenen Bau von Hebebühne, Playlist, oder wird oben in der Infokarte verlinkt oder unten in der Playlist, unten in der Videobeschreibung, kannst du gerne mal vorbeischauen. Genau, was ich jetzt gerade sehe, ich habe immer noch die Kette, die alte Kette. Ich werde mir eine neue kaufen, neu gefettet etc., wo auch ganz ist. Die habe ich ja so auseinandergeflext, weil die einfach nicht mehr. Das Schloss ist nicht auffindbar. Ich finde das einfach nicht. Entweder wurde mir auf die Augen gekackt, so richtig dickfett eine Wurst draufgelegt oder ich sehe es einfach nicht. Und hier sieht man auch, hat jemand auch eine andere Kette dazu dran gemacht. Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr so original gedreht. Also nicht mal ursprünglich. Da ist einfach kein Schloss dran. Da ist keins. Ich finde es nicht. Naja, was machen wir draus? Ich habe mir vielleicht gedacht, wir machen, ja, ich weiß nicht, äh, Fußrasten oder irgendetwas für die Werkstatt benutzen. Weiß ich nicht wirklich, ob man die nochmal benutzen kann. Ah, warte mal. Ah, hier ist er doch. Hier ist das Schloss. Ja, siehst, dank dir habe ich es jetzt gefunden. Ich weiß nicht, was wir machen können. Ich hätte mir vielleicht gedacht, dass wir vielleicht das da so als Fußraste oder sowas als dekorationsmäßig am Moped dran festmachen. Vielleicht an die Enduro, was als nächstes als Projekt kommen wird, wahrscheinlich. Mal gucken, ich weiß es nicht ganz genau. Entweder eine Enduro, eine Suzuki halt, ne, eine GTX oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schreib es in die Kommentare, was du von dem hier hältst, und was du damit machen würdest. Und nicht zu vergessen, den Vergaser. Ich weiß, es war jetzt nur ein Informations- und Unboxing-Video. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Nächsten Video, Teil 3, werden wir anfangen, das Gerüst richtig ordnungsgemäß zu reinigen, zu grundieren und schon die ersten Schrauben schon fetten und dran montieren. Ähm, Da werden auch vom weiteren Winkel gefilmt, dass es einfach viel besser dann rüberkommt. Ja. Weil es immer von Weitem so ist ein bisschen scheiße, aber trotzdem finde ich das an sich eigentlich trotzdem gut. Es wird trotzdem so eine Weitwinkel sehen, dass du das komplette Motorrad siehst als Moped und du wirst auch von der Ferne sehen. Da hilft mir mal Freundin. Auch schon wieder ein Gruß an meine Freundin. Dankeschön, mein Herr, mein Hase. Dankeschön, mein Dankeschön, dass du mir hilfst. Und wenn du Tipps hast, wie man sowas am besten angehen kann, dann schreib es in die Kommentare. Sondervideos werden während des Winters nicht kommen, weil der Boden ist hart. Frost. Der ist knüppelhart. Da kann ich mit dem Bagger dran gehen. Aber nicht mit der Schaufel. Da wird nichts passieren. Deswegen ein Winterprojekt. Ein ganzes Jahresprojekt. Okay. Also bleib dran. Bis zum nächsten Mal. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, Like nach oben. Und wenn du wirklich sagst, okay, ich will ein Teil der Community sein, dann lass doch gerne ein Abo da. Ciao.